Heute bei uns Geschwisterstreit, ein rollender Backofen und ein japanischer Filmstar. BMW, eine Marke, die wie keine andere für Gediegenheit und Luxus, gleichzeitig aber auch für Sportlichkeit und Effizienz steht. Die wohl bekannteste Baureihe der Münchner, neben der Baureihe X, unter welcher die Münchner ihre Geländewagen verkaufen, ist die M-Reihe. Hier wird eine gleichzeitige Symbiose von Kraft auf der einen und Sportlichkeit auf der anderen Seite sichtbar. Sichtbar ist auch der Erfolg dieser Baureihe. Rund 177.000 dieser Höllenmaschinen konnte BMW im letzten Jahr weltweit unter die Freunde des puristischen Fahrvergnügens bringen. Alleine rund 85.000 Exemplare wurden vom BMW M3 E46 über seinen Produktionszeitraum zwischen 2000 und 2006 hinweg verkauft. Damit ist das Modell das erfolgreichste in der Geschichte von BMW M. An eindeutigen Erkennungsmerkmalen mangelt es im M-Automobil schon mal nicht. Wie schon beim ikonischen E30 M3 gibt sich auch der E46 M3 dank zahlreicher Details sofort als Topmodell seiner Baureihe zu erkennen. Insbesondere die optischen Veränderungen wie Kotflügelverbreiterungen, spezielle Seitenschweller und die geänderte Frontschürze stechen jedem Betrachter sofort ins Auge. Jede der auffälligen optischen Veränderungen erfüllt beim M3 einen Zweck, welcher meist die Aerodynamik betrifft. Das gilt auch für den sogenannten Gurney Flap am Heck. Die kleine Abrisskante reduziert den Auftrieb spürbar und trägt so zur Bodenhaftung bei. Auch eine verbesserte Traktion in schnell gefahrenen Kurven ist eine Folge dieses kleinen Details. In der Seitenansicht springen die verchromten Kiemen im oberen Bereich des vorderen Kotflügels ins Auge. Diese waren ursprünglich als Ausgang eines Kanals zur Kühlung des Motors konzipiert. Noch während der Erprobung stellte sich jedoch heraus, dass der Abluftkanal nicht nötig war. Die Kiemen blieben trotzdem und setzten so ein optisches Highlight, das nicht nur unter Fans der M-Reihe Anklang fand. Nicht fehlen durfte zudem der sogenannte Power Dome, die deutlich erkennbare Wölbung der Motorhaube, welche Platz für das leistungsfähige Ansaugsystem des Motors schaffte. Nebenbei ließ das Design der Haube keinen Zweifel daran, dass sich unter ihr ein wahres Kraftpaket verbirgt. Bei der Herstellung legten die Bayern den Fokus auf die Antriebseinheit. Der Reihen-6-Zylinder mit 3,2 Litern Hubraum erzeugt 73,5 Kilowatt pro Liter für eine Höchstleistung von 343 PS bei 7900 Umdrehungen pro Minute, was dieses Modell zu einem Paradebeispiel für die hochtourige Motortechnologie macht, für die BMW bekannt wurde. Gleichzeitig war er der letzte M3, der über einen Reihen-6-Zylinder-Sargmotor verfügte, welcher nicht nur fallschnell reagiert wie ein Löwe, sondern genauso laut röhrt.
Obwohl BMW auch V8-Motoren für den M3 baute, verlor man den reinen Sechszylinder nie aus den Augen. Zunächst war dieses Modell nur mit einem manuellen Sechsganggetriebe erhältlich, doch später war es auch mit einem SMG2 zu haben, einer verbesserten Version des manuellen sequentiellen Schaltgetriebes mit Schaltwippen von BMW. Apropos Motor, mal schauen, was der Münchner auf der Geraden so leistet. Die Döttinger Höhe, 2,6 Kilometer lang. Ideal, um zu schauen, was das Baby hier so kann. Laut Werksangaben ist bei 250 km/h Schluss. Mal schauen, ob wir diese auch bis zum Ende erreichen werden. Alles Schöne hat bekanntlich mal ein Ende. So auch der M3 E46. Im Herbst 2007 stellte BMW M mit dem BMW M3 E92 die vierte Generation des Sportcoupés vor. Ebenso wie sein Vorgänger setzte der neue Maßstäbe in Sachen Technologie und Fahrdynamik. Aber vor allem eine Neuheit sollte Schlagzeilen machen. Nie zuvor gab es im BMW M3 ein 8-Zylinder-Triebwerk. Der von 2007 bis 2013 produzierte Wagen konnte ebenfalls mit einem Hochdrehzahlkonzept trumpfen, jedoch nicht mehr mit einem reinen Sechszylinder wie beim Vorgänger, sondern mit einem wahnwitzigen V8-Motor mit immensen 4 Litern Hubraum. Das ist so viel wie ein Benz AMG C63S oder ein R8. Abgerundet wird dieses nur so vor Kraft strotzende Paket von sagenumwobenen 420 PS, welche den Wagen auf über 300 km/h beschleunigen lassen. Vorausgesetzt, man hat beim BMW ein Fahrertraining abgeschlossen. Dann wird die Begrenzung aufgehoben. Läppische 2.450 € werden dafür fällig. Alles schön und gut, könnte man meinen. Es ist offensichtlich, dass der Neue den Alten schlägt. Trotzdem wollten wir es versuchen. Der Große hat den Kleinen regelrecht zermürbt, verschlungen, verdaut und hinten wieder rausgepresst. Doch wie sieht es auf einer kürzeren Distanz, sagen wir 1000 Meter aus?
An diesem Beispiel sieht man, dass Leistung nicht alles ist. Trotz der höheren Leistung ist der größere M3 länger, breiter und höher als der kleine. Heißt also mehr Luftwiderstand beim Davonrasen. Was mit dem kleinen Bruder angefangen hat, wurde einfach in den großen Bruder übertragen und perfektioniert. Während der eine sich bereits in diesem Jahr mehr oder weniger offiziell als Youngtimer bezeichnen darf und sein Preis sich hält, steigen bei dem anderen so langsam die Preise an und man sollte schnell sein, sollte man sich ein solches Prachtexemplar zulegen wollen. Obwohl die noch etwas Gehirnschmalz übrig haben, legen sich vielleicht doch besser eine AMG C-Klasse zu. Das wirkt dann vielleicht nicht ganz so überheblich. Frankreich ist dafür bekannt, alles zu verniedlichen oder klein bauen zu wollen. Sei es die Sprache, die Kleidung, das Essen oder die Autos. Und nein, ich rede hier nicht von den 4 großen, nämlich Peugeot, Renault, Citroën und Napoleon, sondern über so exotisch klingende Namen wie Aixam, Secma oder Ligier. Letzterer hat doch vor den beiden anderen im Jahr 1980 einen Kleinstwagen produziert, welcher weder sehr komfortabel noch sehr angenehm für die Ohren ist. Ach ja, diese Natur, diese Idylle, diese Stille. Guy Ligier, ein erfolgreicher französischer Rennfahrer und Rugby-Spieler, baute seinen eigenen Sportwagen, den Ligier JS, und stellte ihn 1970 auf dem Pariser Salon vor. Anschließend gründete Ligier sein eigenes Formel-1-Team, das er ab 1976 bis 1996 besaß. Streng genommen war es Guys Sohn Philippe, der eine Reihe von Traktoren kaufte, dieses quadratische Zweisitzer Ganzmetall-Backofen-Chassis, welches sich im Sommer so stark aufreißt, dass man auf dem Dach locker Spiegeleier braten oder sich sonnen könnte, wenn man denn Napoleon Bonaparte heißt, hinzufügte und einen Motor montierte. Guy Ligier begann seine sportliche Laufbahn als Rugby-Spieler, wobei er bis in die französische Nationalmannschaft gelangte. Später fuhr er Motorradrennen und in der Formel Junior, 1966 und 1967 dann in der Formel 1 Weltmeisterschaft. Sein bestes Ergebnis war der 6. Platz beim Großen Preis von Deutschland 1967. Damit erreichte er insgesamt einen WM-Punkt. Außerdem wurde er 1966 mit einem Shelby Mustang französischer Rallye-Meister in der Kategorie GT, Sport und Sportprototypen. Nach dem Ende seiner Laufbahn als Rennfahrer wurde Guy Ligier Konstrukteur. Er gründete den Automobilhersteller Automobile Ligier und begann 1969 mit der Produktion von Sportwagen. Seit 1980 werden zudem auch Leichtfahrzeuge hergestellt, die teilweise ohne Führerschein bzw. mit einem Moped-Führerschein gefahren werden dürfen. So wie dieses. Das JS8-Modell unter seinem Metallkleid mit einem 125 Kubikzentimeter Motor ausgestattet. Er leistet 7,5 PS und benötigte von 0 auf 60 knappe 25 Sekunden. Ja, richtig gehört, von 0 auf 60. Schneller kam man mit dem rollenden Kühlschrank nicht voran. 70 waren nur mit Rückenwind und bergab drin. Die Annehmlichkeiten, die dieses Gefährt bietet, reichen von bis
Abgesehen von einer Ablage, welche als ein offenes, überdimensioniertes und größenwahnsinniges Handschuhfach bezeichnet werden kann, gibt es in puncto Ablagemöglichkeiten nicht allzu viel zu sagen. Dieses Handschuhfach zieht sich einmal über die gesamte Breite des Fahrzeugs, so dass durch dieses der Tacho und das Lenkrad dem Fahrer gewissermaßen in sein Gesicht gepresst werden. Es gibt zwar noch einen winzigen Kofferraum, doch bei dieser Bezeichnung ist alles falsch. Ein Koffer hat es nicht verdient, hier abgestellt zu werden. Erstens wegen zu wenig Platz, um mit der Familie in den Urlaub fahren zu können. Und ganz ehrlich, hier drin wäre tatsächlich viel zu wenig Platz für eine Familie, es sei denn, die Großmutter macht es sich auf dem Dach bequem. Und zweitens wäre ich bei der Konstruktion des Innenraums so umsichtig und würde nicht den Benzintank mit in der Fahrerkabine verbauen. Aber nun gut, dieses Vehikel wurde auch nicht für kinderreiche Großfamilien entwickelt, sondern in erster Linie für Fahranfänger oder Senioren, die im Alter noch mobil sein wollen und wenigstens zweimal im Jahr andere Menschen sehen wollen. Nämlich zum runden 90. Geburtstag oder zu Weihnachten. Und es erfüllt seinen Zweck erstaunlich gut. Gut, es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Smart Fortwo oder einem Mini Cooper, vom Fahrkomfort ganz zu schweigen. Jedoch ist es eine Alternative für die ganz Jungen oder die ganz Alten. Im Schnitt kostet der JS8, will man sich so etwas ehrlicherweise antun, etwas über 2000 Euro, also ungefähr so viel wie ein heutiger Smart Fortwo. Aber ganz ehrlich, wenn noch wenigstens etwas bei Trost ist, sollte sich diese Karikatur Napoleons auf 4 Rädern nicht antun und direkt zum Fortwo oder Cooper greifen. Allen anderen bonne chance und vive la France! Der Wagen, um den es jetzt geht, wurde durch seine Hauptrolle an der Seite von Sean Connery im James-Bond-Film Man lebt nur zweimal von 1967 weltberühmt. Es war, wenn man so will, Japans erster Supersportler, welcher in den Geschichtsbüchern ebenso wie in der Motorsportszene bleibenden Eindruck hinterließ. Er schlug 1967 wie ein Komet auf dem Automobilmarkt ein und übertraf selbst die wildesten Erwartungen der Fachpresse. Der Toyota 2000 GT teilt sich fast keines seiner Bauteile mit einem anderen Serienfahrzeug. Ein versteifter Zentralrohrrahmen und Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern an beiden Achsen verhelfen ihm auch nach fast 60 Jahren zu einer sehr guten Straßenlage. Viele Komponenten wie sein Motor oder aber auch das bei Konzertflügeln verwendete Holz des Armaturenbretts sind auf eine Zusammenarbeit mit Yamaha zurückzuführen. Markant beim Toyota 2000 GT neben seinen Magnesiumfelgen die ungewöhnlichen Klappen seitlich hinter den vorderen Radhäusern. Diese waren dazu gedacht, Wartungsarbeiten zu erleichtern. Dank seiner kurvigen Colaflaschen-Silhouette, dem sogenannten Coke Bottle Style, welcher Anfang der 60er bei Studebaker, Buick oder Pontiac Hochkonjunktur hatte, erkennt man den 2000 GT noch über ein halbes Jahrhundert später auf Anhieb. Die lange geschwungene Motorhaube verbirgt nicht nur einen erstklassigen Motor, sondern auch Klappscheinwerfer. Solange sie nicht gebraucht werden, sind sie in die Karosserie versenkt und tragen so zu einem gleichmäßigen Luftstrom bei. Hey, clever gemacht von den Japanern, dass sie einem die Freiheit gelassen haben, ob man jetzt lieber die oberen oder die unteren Scheinwerfer benutzt, könnte man meinen. Aber falsch gedacht. Denn ursprünglich sollte es keine neben den tiefliegenden Scheinwerfern geben. Allerdings gab es in den USA Vorgaben bezüglich der Höhe der Scheinwerfer und so mussten die Klappscheinwerfer hinzugefügt werden. Die klappen aber so langsam an und aus,
dass die Zeit zum Beispiel ausreichen würde, eine neue Sprache zu lernen. Arigata. Sensei Konban. Wie? Konbanwa. Dafür ist seine Leistung an anderen Stellen umso bemerkenswerter. Zum Beispiel der Antrieb. Ein 150 PS starker, 2 Liter großer Reihen-6-Zylinder-Motor beschleunigt den 2000 GT auf eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h. In Japan hätte zu dieser Zeit niemand mit einem solchen Tempo gerechnet. Rennausführungen errangen Siege auf nationaler und internationaler Ebene in Fuji und Suzuka. Den Japanern war jedoch bewusst, dass ein Super GT wie dieser kein Fahrzeug für eine breite Masse war. Mit einem Preis von knapp 2,4 Millionen Yen, also umgerechnet fast 16.700 Euro oder nach damaliger Kaufkraft rund 30.000 Mark, kostete er doppelt so viel wie eine Oberklasse-Limousine. Obwohl eine Variante mit automatischem Getriebe für den Export in die USA sowie ein Modell mit schwächerem Motor geplant war, rollte 1970 nach nur 3 Jahren der letzte 2000 GT vom Band. Wie wichtig er für die Geschichte von Toyota war, erkennt man daran, dass er noch das Design neuerer Coupés wie des Supra oder des GT86 beeinflusst hatte. Ein größeres Lob gibt es wohl kaum.